Stell dir vor, du stehst an der Kasse von einem kleinen, fantastisch duftenden Café mitten in Berlin. Mhm. Und hinter dir bildet sich langsam eine richtig ungeduldige Schlange. Oh ja, das kenne ich. Genau. Und du hältst stolz deine Kreditkarte hoch, du lächelst und die Verkäuferin schüttelt einfach nur den Kopf. Oh nein. Und sie sagt 3 kurze Wörter, die in diesem Moment deine gesamte Welt auf den Kopf stellen. Sie sagt, nee, nur bar. Ja, der Klassiker. Du stehst da und weißt absolut nicht, was du tun sollst. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen, sehr ausführlichen Sprachanalyse. Genau, willkommen. Solche Momente können wirklich einschüchternd sein, naja, wenn man die Sprache noch nicht so gut kennt. Absolut. Wir werfen dich heute direkt in genau solche Situationen. Richtig. Und genau dafür sind wir ja da. Willkommen bei Deutsch klingt. Wir rüsten dich heute mit dem ultimativen sprachlichen Überlebenspaket aus. Ein tolles Paket, ja. Wir konzentrieren uns auf die absolut wichtigsten Wörter und Sätze, die deine Reise nach Deutschland, komplett verändern werden. Das ist unsere Mission heute. Genau. Und weil wir möchten, dass du jedes Konzept und jeden Satz wirklich verinnerlichst, haben wir eine wichtige Grundregel für heute. Wir sind heute deine Deutschlehrer. Genau. Wir sind deine Lehrer heute. Und deshalb werden wir sehr, sehr langsam sprechen. Mhm. Wir sprechen übertrieben deutlich. Und wenn ein Wort mal schwer ist, dann erklären wir sofort die Bedeutung oder geben dir ein einfaches Synonym. Ein Synonym, also ein anderes Wort, das genau dasselbe bedeutet. Richtig. Das ist die perfekte Atmosphäre, um in Ruhe zu lernen. Das finde ich auch. Aber bevor wir gemeinsam aus dem Flugzeug steigen und diese Reise beginnen, habe ich noch eine ganz kurze Bitte an dich, unseren Zuhörer. Ja, ganz wichtig. Bitte abonniere unseren Kanal Deutsch klingt. Hinterlasse uns einen Kommentar unter dieser Lektion und teile dieses Audio mit anderen Menschen. Auf jeden Fall, mach das bitte. Das gibt uns nämlich die Energie, genau solche tiefen Einblicke für dich zu produzieren. Genau. Also lass uns direkt in das Szenario springen. Du hast dein Gepäck, du läufst durch die Schiebetür am Flughafen. Die Reise beginnt. Richtig, der allererste Moment, in dem du mit einem echten Menschen in Kontakt trittst. Wie öffne ich diese Tür zur deutschen Sprache? Also, alles beginnt natürlich mit den grundlegenden Begrüßungen. Bevor man irgendetwas anderes macht, muss man Hallo sagen können. Hallo, das ist schön einfach. Genau, das funktioniert eigentlich immer. Aber die Deutschen strukturieren ihren Tag sehr gerne. Weißt du? Auch in der Sprache. Ach, okay. Ja. Wenn die Sonne aufgeht und der Tag beginnt, sagst du Guten Morgen. Guten Morgen. Richtig. Und ist der Vormittag vorbei, dann wechselst du zu Guten Tag. Mhm, guten Tag. Und abends. Sobald es dunkel wird, nutzt du logischerweise Guten Abend. Okay, also morgen, Tag, Abend. Sehr logisch. Genau. Und wenn sich eure Wege dann trennen, ist die klassische Form Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das klingt sehr formell, oder? Ein bisschen, ja. Weißt du, dass ihr euch in ein paar Stunden schon wiederseht, sagst du einfach bis später. Ah, bis später. Und wenn es der nächste Tag ist, sagst du bis morgen. Bis morgen. Verstehe. Aber wenn ich diese Wörter benutze, dann brauche ich ja auch eine Art soziales Schmiermittel, oder? Wie meinst du das? Naja, diese kleinen Höflichkeitsformen. Diese Wörter, die zeigen, dass ich ein freundlicher Mensch bin. Ach so, ja, absolut. Ich denke da an Danke, wenn mir jemand hilft. Genau, danke ist extrem wichtig. Oder Bitte, wenn ich etwas möchte. Und wenn ich jemandem auf den Fuß trete oder eine Frage habe, dann sage ich Entschuldigung. Richtig, diese 3 Wörter, also Danke, Bitte, Entschuldigung, die sind deine absoluten Rettungsringe im Alltag. Das mag ich mir. Ja, du kannst fast alles erreichen, wenn du ein Bitte an deinen Satz hängst. Aber nach der Begrüßung kommt ja oft die Frage nach dem Befinden. Und da wird's für viele Lerner sofort kompliziert. Oh ja, stimmt. Da bin ich am Anfang auch ganz oft gestolpert. Das glaube ich dir. Es gibt da nämlich diese 2 Varianten. Manchmal höre ich, wie geht es dir? Mhm. Und manchmal höre ich, wie geht es Ihnen? Ich stelle mir das immer wie eine unsichtbare Blase vor. Also eine persönliche Komfortzone. Liege ich da richtig? Das ist eine wirklich exzellente Analogie. Lass uns diese unsichtbare Blase mal genauer betrachten. Gerne. In der deutschen Kultur unterscheiden wir sehr, sehr strikt zwischen dem privaten, intimen Raum und dem professionellen Raum. Okay, Das Wort dir gehört zur informellen Form. Das ist das Du. also für Freunde. Genau. Wenn du fragst, wie geht es dir, dann lädst du die Person metaphorisch in dein Wohnzimmer ein.
Das machst du bei Freunden, bei der Familie, bei Menschen, die du eben sehr gut kennst. Okay, und das Ihnen? Das ist dann die formelle Form, oder? Richtig, das ist das Sie. Das hält die Person dann auf Abstand, richtig? Ganz genau. Das Sie und die Frage, wie geht es Ihnen, halten diese professionelle Distanz. Das ist eine Form von Respekt in Deutschland. Verstehe. Du benutzt das zum Beispiel bei der Polizei, an der Supermarktkasse oder eben, wenn du einen Fremden auf der Straße ansprichst. Die unsichtbare Blase bleibt dann intakt. Das ergibt absolut Sinn für mich. Aber wenn ich jetzt gefragt werde, egal ob mit dir oder Ihnen, wie antworte ich da am besten? Ich meine, ich möchte ja nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Nee, das erwartet auch niemand. Meistens reicht ein einfaches Gut. Einfach nur gut. Ja, und wenn der Flug jetzt furchtbar war und du Bauchschmerzen hast, sagst du das Gegenteil. Du sagst schlecht. Schlecht. Oder ein anderes, etwas weicheres Synonym für schlecht ist nicht gut. Nicht gut, okay. Genau. Und weil Kommunikation ja keine Einbahnstraße ist, fragst du aus Höflichkeit einfach zurück. Du sagst gut und dir. Und formell wäre das dann gut und Ihnen? Exakt. Sehr gut. Wunderbar. Dann fragt man gegenüber vielleicht, wer ich überhaupt bin. Ich stelle mich dann ganz simpel vor mit ich bin. Also zum Beispiel, ich bin und dann mein Name. Richtig. Und wenn dann die Frage kommt, wo kommst du her? Dann antworte ich mit dem Land. Ich sage, ich komme aus Deutschland. Oder eben aus dem Land, in dem du gestartet bist. Ganz genau. So, jetzt haben wir den Flughafen endlich verlassen. Aber mein Körper signalisiert mir, dass diese Reise extrem anstrengend war. Oh ja, das kenne ich nach Flügen. Ich habe kaum geschlafen, weißt du, ich bin komplett ohne Energie. Und dieser Zustand ohne Energie, der hat auf Deutsch ein sehr klares Wort. Du sagst müde. Müde. Genau, du sagst einfach, ich bin müde. Aber Körperzustände können manchmal tückisch sein, besonders wenn es um das Wetter geht. Oh, da sprichst du etwas sehr Wichtiges an. Ja. Wenn ich im Winter in Berlin stehe, im tiefen Schnee, und ich möchte ausdrücken, dass mein Körper friert. Mhm. In vielen Sprachen sage ich dann wörtlich, ich bin kalt. Ergibt das auf Deutsch Sinn? Oha, nein. Das ist der klassische Moment, in dem die deutsche Sprache dir eine Falle stellt. Echt? Ja. Wenn du auf Deutsch sagst, ich bin kalt, dann beschreibst du deine Persönlichkeit. Du sagst damit quasi, ich bin ein emotionsloser, unfreundlicher Mensch, ich habe kein Herz. Oh, wow. Ja. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall sagen, wenn ich einfach nur eine dicke Jacke brauche. Wie funktioniert die Logik stattdessen? Die deutsche Sprache trennt deine Identität von der Umgebung. Die Kälte ist nicht in dir, du bist nicht die Kälte. Okay. Die Kälte passiert mit dir. Deshalb sagen wir, mir ist kalt. Mir ist kalt. Genau. Die Kälte umgibt mich, das ist die Logik. Und dasselbe gilt für Hitze. Du sagst, mir ist warm. Mir ist warm. Das ist eine wirklich faszinierende Art, die Welt zu sehen. Finde ich auch. Okay, mein Körper braucht nach der Reise aber nicht nur Wärme. Ich brauche auch dringend Energie. Ich spreche von dem Bedürfnis zu essen und zu trinken. Ah, der Hunger und der Durst. Ganz genau. Und auch hier nutzen wir eine sehr interessante Grammatik. Du bist nicht der Hunger. Mhm. Du besitzt ihn in diesem Moment. Du sagst, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Richtig. Und wenn du Flüssigkeit brauchst, sagst du, ich habe Durst. Okay, logisch. Ich besitze den Hunger. Genau. Dann gehe ich also los, kaufe mir 3 riesige Teller Nudeln und esse wirklich alles auf. Lass es dir schmecken. Danke. Mein Bauch ist komplett gespannt. Dann sage ich auf Deutsch bestimmt, ich bin voll. Richtig. Vorsicht, Vorsicht, das ist schon die nächste große Falle. Oh nein, schon wieder. Ja. Wenn du in Deutschland nach dem Essen sagst, ich bin voll, dann werden die Leute wahrscheinlich lachen oder dich sehr irritiert anschauen. Warum das denn? Naja, ich bin voll ist sehr umgangssprachlich und es bedeutet, ich habe zu viel Alkohol getrunken. Ach du meine Güte. Ja, es heißt, ich bin komplett betrunken. Oh je. Das Fettnäpfchen reiht sich hier an das nächste. Was ist denn dann das korrekte Wort, wenn ich einfach nur keinen Hunger mehr habe? Das wunderbare und sehr einfache Wort dafür lautet satt. Satt. Genau. Du sagst einfach, ich bin satt. Ein Synonym dafür ist eben, ich habe keinen Hunger mehr. Ich bin satt. Das merke ich mir. Das rettet mich vor peinlichen Momenten. Auf jeden Fall. Aber wenn wir schon über körperliche Bedürfnisse sprechen, Ja? wenn ich viel trinke, muss das Wasser ja irgendwann auch wieder raus.
Wir müssen über den absolut wichtigsten Ort für Reisende sprechen. Oh ja, das stimmt. Den Ort, den man immer verzweifelt sucht, wenn man ihn dringend braucht. Du sprichst von der Toilette. Ein wirklich sehr wichtiges Thema für dich als Lerner. Wir haben hier 2 Wörter, die du kennen musst. Okay, Das formelle Wort ist die Toilette. Und wenn du mit Freunden unterwegs bist, benutzt du oft ein sehr kurzes, informelles Synonym dafür, das Klo. das Klo. Klingt irgendwie lustig. Aber wie frage ich denn danach, ohne unhöflich zu sein? Unter Freunden sagst du einfach, ich muss aufs Klo. Hm, Aber wenn du auf der Straße eine fremde Person fragst, nutzt du besser das formellere Wort, du sagst, ich suche eine Toilette. ich suche eine Toilette. Okay, und jetzt das absolute Krisenszenario. Ich bin gespannt. Ich bin in einem extrem schicken Café. Ich möchte aber eigentlich keinen Kaffee kaufen. Oh, oh. Ich möchte auch keinen Kuchen. Ich will einfach nur diesen Raum nutzen, also die Toilette. Wie schaffe ich das, ohne dass der Besitzer mich sofort wieder auf die Straße schickt? Dafür brauchst du wirklich die Meisterklasse der Höflichkeit. Okay, zeig mal. Du gehst zum Personal, du lächelst sehr freundlich und fragst, darf ich kurz Ihre Toilette benutzen? Darf ich kurz Ihre Toilette benutzen? Genau, dieser Satz ist so extrem höflich formuliert, dass es den meisten Menschen wirklich schwerfällt, Nein zu sagen. Perfekt. Das ist ein echter Überlebenssatz für mich. Absolut. Gut, unser Körper ist jetzt versorgt, wir sind nicht mehr müde, wir waren auf der Toilette. Sehr gut. Jetzt haben wir aber Hunger und Durst und wollen endlich etwas einkaufen. Wir suchen einen Ort, an dem es Lebensmittel gibt. Dafür gehst du in das Geschäft. Oder ganz spezifisch für Lebensmittel gehst du in den Supermarkt. Der Supermarkt, genau. Und wenn du durch die Reihen im Supermarkt gehst, dann siehst du da überall diese kleinen Schilder mit Zahlen. Mhm. Das ist der Preis. Ah, der Preis. Ja. Der Preis sagt dir ganz genau, wie viel Geld du für ein bestimmtes Produkt geben musst. Manchmal sehe ich diese Schilder aber in einem extrem leuchtenden Rot. Ja, das machen die extra. Da steht dann ein großes Wort drauf, Angebot. Stell dir mal vor, ich stehe vor dem Obstregal und lese da, die Bananen sind im Angebot. Was verrät mir das über die Logik des Supermarkts? Also, wenn etwas im Angebot ist, dann bedeutet das, als Synonym formuliert, der Preis ist heute besonders billig. Du sparst also Geld. Das klingt gut. Ja, und das bringt uns zu 2 sehr wichtigen Adjektiven, die eigentlich deinen ganzen Geldbeutel diktieren. Welche sind das? Wenn du wenig Geld bezahlen musst, dann ist das Produkt billig. Billig? Und wenn du sehr viel Geld bezahlen musst, dann ist es teuer. Billig und teuer. Das bestimmt bei mir oft, was am Ende im Einkaufswagen landet. Das geht nicht nur dir so. Aber wenn ich dieses rote Schild jetzt nicht finde, dann muss ich das Personal fragen. Die zentrale Frage lautet dann, wie viel kostet das? Exakt. Und die Antwort auf diese Frage besteht dann meistens aus Zahlen und 2 Wörtern für unsere Währung. Genau. Entweder es kostet nur ein paar kleine Münzen aus Metall, dann sprechen wir von Cent. Zum Beispiel 10 Cent oder 20 Cent. Mhm. Oder es kostet mehr, dann sprechen wir von Euro. Also 1 Euro, 5 Euro. Und genau hier landen wir jetzt wieder in unserem Szenario ganz vom Anfang. Oh ja, das Café in Berlin. Richtig. Ich habe mir eine Flasche Saft genommen. Ich frage, wie viel kostet das? Die Verkäuferin sagt 2 Euro. Okay. Ich nehme meine glänzende Plastikkarte aus der Tasche und frage, kann ich mit Karte zahlen? Und dann? Und dann kommt dieser Satz, der so viele Reisende in Deutschland in die absolute Verzweiflung stürzt. Sie sagt, nee, nur bar. Ja, das ist hart. Bitte erklär uns dieses Phänomen. Warum ist eine so moderne Gesellschaft so extrem besessen von diesem Konzept nur bar? Das ist wirklich ein faszinierender kultureller Unterschied. Finde ich auch. Also nur bar bedeutet die Barzahlung. Ein Synonym dafür ist, du bezahlst ausschließlich mit physischen Münzen aus Metall und Geldscheinen aus Papier. Also keine Karte. Genau. Keine Karte, kein Handy, keine digitalen Signale. Krass. In vielen anderen Ländern existiert Bargeld ja heute fast gar nicht mehr. Aber in Deutschland lieben die Menschen ihr Bargeld einfach. Aber warum? Es gibt hier ein sehr starkes Bedürfnis nach Kontrolle über die eigenen Ausgaben und auch nach Privatsphäre. Bargeld hinterlässt eben keine digitalen Spuren. Ah, es fühlt sich also realer an. Wenn ich einen 50-Euro-Schein weggebe, merke ich physisch, dass ich Geld verliere. Exakt. Und deshalb ist mein absolut wichtigster Tipp für dich, hab in Deutschland einfach immer ein bisschen Bargeld in der Tasche. Das ist ein super Tipp. Ja, besonders beim Bäcker, auf dem Wochenmarkt oder eben im kleinen Café um die Ecke.
Die Karte hilft dir dort ganz oft nicht weiter. Gut, dann haben wir den Saft jetzt mit Münzen bezahlt. Sehr brav. Wir treten aus dem Supermarkt auf die Straße. Die Sonne scheint. Wir wollen jetzt die Stadt erkunden. Schön. Aber wir haben absolut keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen uns orientieren und den Verkehr nutzen. Ja, die Navigation in einer neuen Stadt beginnt meistens mit 2 ganz einfachen Fragen. Wenn du etwas suchst, fragst du jemanden auf der Straße, wo ist oder wo finde ich? Also zum Beispiel, wo finde ich einen Supermarkt? Genau. Und die Antwort besteht dann meistens aus sehr klaren Richtungen. Man schickt dich nach links, man schickt dich nach rechts. Oder man sagt, gehen Sie einfach geradeaus. Geradeaus, das bedeutet einfach immer weiter in dieselbe Richtung laufen, ohne abzubiegen, oder? Richtig, immer stur geradeaus. Und da muss ich an dieses humoristische Detail aus unseren Notizen denken. Das ist so lustig. Jemand fragte auf Deutsch, wo ist Justina? Ja, ich erinnere mich. Und die Antwort war, Justina ist im Wald. Ja, genau. Ich musste so lachen. Wenn Justina in Berlin immer nur stur geradeaus gelaufen ist, ist es ja kein Wunder, dass sie irgendwann im Wald steht, weit weg von der Zivilisation. Genau das ist die Gefahr beim Geradeauslaufen. Irgendwann verlässt du die Stadt und stehst zwischen Bäumen im Wald. Das will ich vermeiden. Ja, und damit dir das nicht passiert, solltest du rechtzeitig die wichtigen Orte für den Verkehr suchen. In der Stadt suchst du die Haltestelle. Dort hält nämlich der Bus oder die Straßenbahn. Und was ist, wenn ich in eine andere Stadt möchte? Dann suchst du den Bahnhof. Dort kannst du dann in den Zug steigen. Ah, okay. Und wenn du ganz weit weg musst, in ein anderes Land, dann suchst du den Flughafen. Dort erreichst du deinen Flug mit dem Flugzeug. Das ist eine gute Übersicht. Bahnhof, Zug, Bus, Straßenbahn. Aber eine Sache verwirrt mich regelmäßig an diesen Haltestellen. Was denn? Ich brauche ja ein kleines Stück Papier, das beweist, dass ich bezahlt habe. Manchmal steht da an der Maschine das Ticket und manchmal steht da der Fahrschein. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Gilt das eine nur für den Bus und das andere für den Zug? Überhaupt nicht, nein. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Sprachen sich im Alltag entwickeln. Beides bedeutet exakt dasselbe. Oh, wirklich? Ja, das Ticket ist ein sehr modernes Wort. Das ist als Lehnwort aus dem Englischen in die deutsche Sprache gewandert. Es wird heute fast überall benutzt. Und der Fahrschein? Der Fahrschein ist einfach das etwas ältere, traditionelle deutsche Wort, ein Schein, also ein Stück Papier, für die Fahrt. Du kannst beides völlig problemlos benutzen. Schaue auf diese riesige digitale Anzeige. Und plötzlich wird die Zahl hinter meinem Zug leuchtend rot. Oh oh. Das ist der Moment, in dem die Deutschen sehr, sehr unglücklich werden. Wir sprechen über das Wort die Verspätung. Oh ja, die Verspätung. Ein Synonym dafür ist, der Zug ist nicht pünktlich. Genau. Er kommt später, als es eigentlich auf dem Plan steht. Und wenn das passiert, musst du vielleicht im Bahnhofsgebäude noch etwas essen gehen. Das mache ich oft, ja. Dafür bewegst du dich durch das Gebäude. Um nach oben oder nach unten zu kommen, nutzt du die Treppe. Aber wenn ich schweres Gepäck habe, laufe ich ganz sicher keine Treppe. Das musst du auch nicht. Dann nutzt du einfach die mechanische Variante, die Rolltreppe. Ah, die Rolltreppe. Und wenn du gar nicht laufen willst, dann suchst du den Aufzug. Den Aufzug. Genau. Ein Synonym für den Aufzug ist eine Maschine, eine kleine Kabine, die an einem Seil hängt und Menschen elektrisch nach oben oder nach unten transportiert. Sehr praktisch. Ja, und um in den Bahnhof überhaupt hineinzukommen, nutzt du den Eingang. Und um ihn zu verlassen, suchst du den Ausgang. Perfekt, wir haben den Bahnhof gemeistert. Der Tag war jetzt extrem lang. Wir sind geflogen, wir haben nach dem Klo gefragt, wir haben bar bezahlt und auf einen verspäteten Zug gewartet. Ein volles Programm. Jetzt bricht der Abend an. Ich möchte einfach nur noch sitzen, etwas Schönes essen und dann in ein ganz weiches Bett fallen. Das hast du dir verdient. Wir betreten also die Welt der Gastronomie und der Unterkunft. Fangen wir doch mit dem Essen an. Du gehst in ein schönes Restaurant. Wir müssen die Mahlzeiten kurz sortieren, damit du die richtigen Worte kennst. Gerne. Wenn du am Morgen isst, ist es das Frühstück. Das Frühstück. Mitten am Tag, wenn die Sonne am höchsten steht, ist es das Mittagessen. Und am Ende des Tages, wie in unserem Szenario jetzt, ist es das Abendessen. Ich suche mir also einen Tisch im Restaurant für mein Abendessen. Der Kellner kommt und bringt mir ein großes, gefaltetes Stück Papier. Das ist die Speisekarte. Oder oft sagt man einfach nur kurz die Karte.
Genau, die Karte. Ich klappe die Karte auf und jetzt kommt mein absoluter Lieblingstrick. Lass hören. Wenn der Kellner fragt, was ich möchte, dann sage ich niemals, ich will. Sehr gut. Das klingt auf Deutsch nämlich oft wie ein kleines, wütendes Kind. Ja, das stimmt. Das ist unhöflich. Ich nutze stattdessen einen zauberhaften, weichen Satz. Ich sage, ich hätte gerne. Das ist ein hervorragender Tipp. Ich hätte gerne, das zeigt sofort, dass du extrem höflich und respektvoll bist. Was hättest du denn gerne in unserem Szenario? Also, ich sage zum Kellner, ich hätte gerne ein großes Bier. Und für meine Begleitung hätte ich gerne ein kleines, alkoholfreies Bier. Das Wort alkoholfrei ist hier sehr wichtig. Es ist ein Synonym für ein Getränk, das komplett ohne Alkohol hergestellt wurde. Und oft steht auf der Speisekarte auch bei den Speisen eine sehr wichtige Information. Du findest dort Wörter wie vegetarisch oder vegan. Lass uns das mal ganz genau unterscheiden. Das ist wichtig für dich als Lerner. In unseren Quellen hatten wir da ein tolles Beispielgericht. Ja, welches war das? Die Ofenkartoffeln mit Quark. Ah ja, ein Klassiker. Quark ist eine Art cremiger Käse, also ein Milchprodukt. Wenn ich Kartoffeln mit Quark bestelle, ist das vegetarisch. Ich esse kein Fleisch von einem toten Tier. Richtig. Aber wenn deine Begleitung sagt, ich esse überhaupt keine Produkte, die von Tieren kommen, also keine Milch, keine Eier, keinen Honig, dann ist diese Person vegan. Sie würde in dem Restaurant dann sagen, ich hätte gerne die Ofenkartoffeln ohne Quark. Ah, vegan ohne Quark. Verstehe. Das Essen kommt dann auf den Tisch, es duftet herrlich. Ich nehme einen Bissen und sage, das ist wirklich lecker. Lecker. Ein sehr gutes Wort. Das Essen schmeckt fantastisch. Das bedeutet das. Dann hebe ich mein Bierglas, schaue meiner Begleitung in die Augen und sage Prost. Prost. Und bevor wir dann richtig anfangen zu essen, wünschen wir uns gegenseitig einen guten Appetit. Guten Appetit. Eine wunderbare deutsche Tradition. Auf jeden Fall. Und nach diesem fantastischen Abendessen bist du dann bereit für die Nacht. Du gehst zu deiner Unterkunft. Meistens ist das Hotel. Das Hotel. Genau, du hast dort für dich einen eigenen Raum zum Schlafen. Das ist das Zimmer. Und manchmal mietet man für den Urlaub auch etwas Größeres mit einer eigenen Küche. Das nennt man dann die Wohnung. Ich betrete also das Hotel und gehe direkt zum Schalter am Eingang. Zur Rezeption. Ich sage guten Abend, ich habe eine Reservierung. Ich habe also vorher Bescheid gesagt, dass ich komme und ein Zimmer brauche. Sehr gut. Die Person hinter der Rezeption lächelt dann und sagt wahrscheinlich, ich brauche bitte Ihren Reisepass. Der Reisepass. Ein einfaches Synonym dafür ist das offizielle kleine Buch, das dein Heimatland dir gibt, damit du international reisen darfst. Genau. Du gibst ihn ab, die Person tippt etwas in den Computer und gibt dir dann einen Schlüssel und dann sagt sie, Ihr Zimmer ist im 2. Stock. Der 2. Stock, da muss ich kurz einhaken. Wenn ich zum Beispiel aus Amerika komme, denke ich vielleicht, oh, das ist die 2. Ebene vom Boden ausgezählt. Ja, das denken viele. Aber hier gibt es eine kleine architektonische Falle in Deutschland, oder? Oh ja, die Zählweise ist hier wirklich anders. Wie funktioniert das? Die Ebene direkt auf dem Boden, also da, wo du reinkommst, die nennen wir das Erdgeschoss. Okay, das Erdgeschoss. Und erst die Ebene darüber ist der 1. Stock. Der Stock ist also ein Synonym für die Etage in einem Haus. Der 2. Stock ist für jemanden aus Amerika eigentlich schon die 3. Ebene des Gebäudes. Das ist extrem wichtig zu wissen für dich. Sonst läuft man ja die ganze Zeit an seinem Zimmer vorbei. Das stimmt. Aber stell dir vor, die Person an der Rezeption spricht extrem schnell. Vielleicht noch in einem harten lokalen Dialekt. Ich verstehe nur Pass und Zimmer. Was ist meine absolute Rettungsleine in so einem Moment? Wie halte ich das Gespräch elegant an? Deine Notbremse, und die solltest du dir wirklich merken, ist dieser Satz, Entschuldigung, können Sie das wiederholen? Entschuldigung, können Sie das wiederholen? Genau. Ein einfacheres Synonym für diesen Satz lautet, können Sie das bitte noch einmal sagen? Und das Wichtige ist, du musst dich niemals schämen, diesen Satz zu benutzen. Nein, überhaupt nicht. Die Person wird sofort verstehen, dass sie langsamer sprechen muss. Diesen Satz schreibe ich mir ganz groß auf einen Zettel. Okay, wir haben das Zimmer gefunden, wir haben geschlafen, am nächsten Morgen sitzen wir in der Lobby, trinken einen Kaffee
und jemand am Nebentisch fängt an, mit uns zu plaudern. Grammatikalisch komplexe Sätze bauen. Aber das stimmt einfach nicht. In der deutschen Sprache gibt es winzige Wörter, die eine enorme Kraft haben. Welche Wörter meinst du? Wörter, die einfach nur Zustimmung zeigen. Ah, ich liebe diese Wörter. Wenn mir jemand etwas erzählt, sitze ich ja nicht einfach stumm da und nicke. Das wirkt irgendwie seltsam. Ich streue diese kleinen Wörter ein. Genau. Ich sage zum Beispiel genau oder ich sage stimmt. Und wenn ich extrem zustimme, sage ich auf jeden Fall. Sehr gut. Oder du benutzt das wunderbare alles klar. Ja? Oder sehr umgangssprachlich ja total. Ja, total. Und natürlich die absolute Basis jeder Kommunikation. Ja und Nein. Warum sind diese kleinen Wörter so mächtig? Das frage ich mich auch. Sie signalisieren aktives Zuhören. Du sagst deinem Gegenüber quasi, ich bin hier, ich verstehe dich, ich bin Teil dieser Unterhaltung. Du steuerst das Gespräch, auch wenn du noch nicht perfekt Deutsch sprichst. Das ist ein toller Trick. Und das Lieblingsthema für diesen Smalltalk ist ja universell. Es ist das Wetter. Jeder Mensch kann über das Wetter sprechen. Absolut. Wir schauen also aus dem Fenster. Das Wetter kann sein heiß, also wenn die Temperaturen extrem hoch sind. Wir können aber auch Tropfen am Fenster sehen. Das ist dann der Regen. Genau. Das Verb dazu ist regnen oder der Himmel ist komplett blau und hell. Dann scheint die Sonne. Lass uns genau diesen Smalltalk doch mal demonstrieren, oder? Sehr gerne. Lass uns das spielen. Wie klingt's ein typischer deutscher Smalltalk über das Wetter in der Hotellobby? Okay, stell dir vor, ich trinke gerade meinen Tee und schaue zu dir rüber. Schönes Wetter heute, oder? Ja, total. Morgen soll es aber leider regnen. Stimmt, das habe ich auch gehört. Naja, alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und schon haben wir ein komplett natürliches, fließendes Gespräch geführt. Nur mit diesen absolut grundlegenden Bausteinen. Es ist wirklich unglaublich, was wir auf dieser Reise heute alles abgedeckt haben. Ja, das war sehr intensiv. Lass uns das kurz zusammenfassen. Wir haben heute gelernt, wie man richtig grüßt. Wir haben Gefühle ausgedrückt. Wir haben gelernt, wie man einkauft und den Weg in der Stadt findet. Wir haben im Restaurant bestellt und im Hotel übernachtet. Das ist ein massives Arsenal an neuen Wörtern für dich. Und jetzt, lieber Zuhörer, möchte ich dir zum Abschluss einen kleinen Gedanken in den Kopf pflanzen. Ich bin gespannt. Stell dir einmal vor, wie sich dein Erlebnis in einem fremden Land verändert, wenn du nur diese grundlegenden Wörter kennst. Vorher bist du wie ein Geist. Du bist irgendwie isoliert. Aber in dem Moment, in dem du nur Hallo oder Entschuldigung sagst, bist du kein reiner Beobachter mehr. Du bist plötzlich ein aktiver Teil des Alltags. Die Menschen reagieren auf dich. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Ja. Meine Frage an dich lautet heute, was wird das allererste Wort sein, das du benutzt, wenn du heute aus der Tür gehst? Ein toller Start. Es geht wirklich darum, mutig zu sein und einfach anzufangen. Und wenn du sagst, ich möchte noch tiefer eintauchen und noch intensiver lernen, dann werde doch einfach Mitglied bei Deutsch klingt. Oh ja, das ist eine super Idee. Als Mitglied kannst du noch intensiver mit uns Deutsch lernen. Du bekommst zu jedem Video die vollständigen Transkripte, du bekommst interaktive Übungen. Und das Beste, du kannst jeden Tag mit uns in unserer Discord-Gruppe chatten und genau das üben. Geh einfach auf unsere Website für die Membership. Wir würden uns extrem freuen, dich dort zu sehen. Bis dahin bleibt mir nur noch unsere Bitte vom Anfang. Abonniere den Kanal, kommentiere dieses Video und teile das Audio mit anderen. Genau. Und vergiss nicht, bleib mutig beim Sprechen. Bis später. Bis später.